Ja, vielen Dank, Sabine. Ja, genau. Es ist eine Herausforderung für mich, hier zu bleiben. Es ist eine herausfordernde Zeit, wo wir uns jetzt finden. So, guten Morgen an alle an diesem wunderschönen Sonntag. Und ich möchte euch grüßen und ich möchte euch heute versichern, dass Gott mit euch ist, weil Gott Geist ist und er ist auch in eure Zimmer, wo ihr jetzt diese Livestream schaut. Es ist wirklich eine besondere Zeit, wo es gibt so viele erste Erfahrungen. Es ist auch eine erste Erfahrung für mich, hier in Gospelforum zu predigen, hier in ein ziemlich leer Gebäude. Aber Gottes Geist ist hier. Es ist außergewöhnlich. Ich habe viele Familie und Freunde in New York. Sie haben mir gesagt, dass New York ist eine Stadt, das nie schläft. Aber jetzt New York ist ein Shutdown, Ausgangssperre. Wir haben schon Ostern erlebt, wo das war unfassbar, undenkbar, dass ein Kirchengebäude leer im Ostern. Unsere Freunde in der islamischen Welt hat schon angefangen mit Ramadan und Mekka ist auch, es ist auch verboten für Leute da zu gehen. Es ist wirklich eine besondere, einzigartige Zeit, kann man sagen. Und ich habe auch heute, ich möchte auch meine Tochter grüßen. Heute ist ihre Geburtstag. Aber es ist in Zeit, wo wir nicht wirklich draußen feiern dürfen. Und es gibt eine Botschaft und viele vielleicht fragen, was ist das so, warum ist das alles so passiert? Was ist jetzt in dieser Situation? Könnt ihr vorstellen? Öl ist nicht nur billig, sondern sie sind bereit, Leute zu bezahlen, einfach die Öl abzuholen. Und ich glaube, es gibt auch eine geistliche Bedeutung da. Es ist eine günstige Zeit im Geist, im Sinne, dass Öl ist verfügbar. Könnt ihr vorstellen, wie viele Livestream es gibt jetzt? Gottes Wort ist verbreitet. Es gibt keine Grenze mehr. Öl, geistliche Öl ist auch es ist die Versorgung von Öl ist da geistlich gemeint. Und deswegen, ich möchte heute anfangen in 1. Chronik, Kapitel 12, Vers 33, wo steht geschrieben, und von den Söhnen Issachar solche, die Zeiten zu beurteilen, verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ihre Oberhäupter 200 und alle ihre Brüder unter ihrem Befehl. Es ist für uns unerlässlich, die Botschaft unserer Zeit zu verstehen. Es gab einen Stamm in Israel, das ist der Stamm von Issachar, und sie sind sehr prophetisch begabt, im Sinne, dass sie konnte verstehen, was war los in der Zeit, was bedeutet Dinge, und sie konnte Dinge sehen im Geist, die Bedeutung, und sie wusste auch, was man tun soll. Und auch in diese außergewöhnliche Zeit, meine Frage ist, kapieren wir eigentlich die Botschaft vom Himmel? Warum ist das alles jetzt passiert? Warum erleben wir solche Situationen heute? Und ich habe einen Freund, ein geistlicher Sohn, er war von Südafrika, er hat dort Quarantäne, Ausgangssperre erlebt und er war eine von diesen er war in der Flugzeug, also Regierung hat alle Deutsche auch von Südafrika geholt und er ist wieder da, aber er muss 14 Tage zu Hause bleiben in Quarantäne. Und ich glaube, ich kann sagen, dass die ganze Welt erlebt diese Quarantänezeit. Und deswegen, ich möchte heute von Quarantäne sprechen und das ist der Titel von meiner Botschaft, Quarantäne, die prophetische Botschaft verstehen. Eigentlich das Wort Quarantäne, die Etymologie, das ist von ein italienisches Wort quaranta. Das bedeutet 40 von Quadricinta in Latein. Und wir haben auch viele spanische Worte bei uns. Ja, 10, 20, 30, 40. Quarantäne. Und Quarantäne ist 40 Tage. Und das war in der Mitte 1600, wenn ein Schiff von Ausland kommt und sie haben einen Verdacht, vielleicht es gibt eine Krankheit da oder solche. Und dann sie sagen, dass sie müssen da bleiben für 40 Tage. Warum 40?
Ich habe noch nicht das alles wirklich klar erforscht, aber Quarantäne heißt 40 Tage. Und 40 in die Bibel ist sehr bedeutungsvolle Zahl. Und deswegen, ich möchte heute über die Bedeutung von 40 von der Bibel heute sprechen. Und vielleicht von dieser Bedeutung von der Nummer 40 können wir ein bisschen verstehen, was ist eigentlich los oder was ist die Botschaft vom Himmel. Und es gibt ein Prinzip in die Bibelschule, wo wir haben gelernt, es gibt die sogenannte erste Erwähnung. Und wenn man ein bestimmtes Thema oder Wort liest zum ersten Mal, das ist wie ein Präzedenz. Und du hast eine Idee, wo geht dann diese Thema vor. Und das erste Mal, wo wir das Zahl 40 lesen in der Bibel, ist in der Zeit von Noah. Wir wissen von der Geschichte in 1. Mose Kapitel 7. Es hat 40 Tage und 40 Nächte, es hat geregnet. Und 40 Tage ist die Flut ständig erhöht. Und dann als der Regen aufgehört hat, ist die Asche auf einen Berg, heißt Ararat, geruht. Für 40 Tage. Ararat bedeutet neue Schöpfung. Und wir wissen, was ist passiert in der Zeit von Noah, in der Sintflut. Es war eine Zeit von Reinigung. Eine Zeit, wo, kann man sagen, wie eine Entgiftung von der Welt. Und das ist auch jetzt, was passiert. Es war eine Zurücksetzung und auch ein neuer Anfang. Als Israel oder Jakob gestorben ist, Josef hat seinen Vater einbalsamiert und sie haben ihn für 40 Tage lang einbalsamiert. Und es ist eine Zeit von Trauern, eine Zeit, wo in der Zeit von Noah viele sind gestorben. Und vielleicht heute, wir erleben auch viele Dinge, das stirbt. Viele falsche Altäre sind gebrochen auch. Viele Dinge, die sterben in unserem Leben. Vielleicht Arroganz oder Stolz. Lasst Gottes neue Schöpfung in unserem Leben entstehen. Lasst uns erlauben, diese Entgiftung in unserem Leben. Auch jetzt wir erleben, wo wir atmen mehr frische Luft. Es ist wirklich wie in der Zeit von Noah. 40 Tage lang hat es geregnet. Aber es gab auch in der Zeit von Mose, wo sie für 40 Jahre, sie sind auf der Wüste unterwegs. Und es ist eine Zeit auch, wo es war eine Übergangsphase. Sie sind unterwegs zu dem verheißenen Land. Es hat 40 Jahre, sie haben Manna gegessen. Gott hat sie versorgt für 40 Jahren. Und das spricht auch von total Abhängiger. Ich möchte von 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2 vorlesen. Und du sollst an den ganzen Weg denken, denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herz ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und wenn man weiter in Vers 3 lesen, es steht, man lebt nicht durch Brot allein, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund Jehovas vorgeht. Und ich möchte euch ermutigen, trotz aller dieser Schwierigkeiten, wir haben so viele Gebetsanliegen gehört, auch viele leiden wirtschaftlich, viele leiden von dem Virus selbst. Und es ist eine schwierige Zeit, global. Und ich möchte euch ermutigen, es ist nur eine Übergangsphase, es ist zeitlich, das wird nicht für immer bleiben. Es war nicht Gottes Wille, dass sie die ganze Zeit in der Wüste bleiben. Aber es war wichtig, es war essentiell, dass sie das erleben, dass sie sollen Bescheidenheit erleben, dass sie sollen einfach Gott danken für die Manna, das fehlt. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr vielleicht in Kurzarbeit seid, vielleicht
oder vielleicht ihr habt eure Arbeit verloren oder ist dein Geschäft schon fast in der Insolvenz. Ich möchte euch ermutigen, wie in der Zeit von Israel in Exodus, dass sie haben Manna vom Himmel bekommen. Jetzt ist die Zeit, dass wir lernen, totale abhängig von Gott zu sein. Und ich möchte auch euch warnen, weil 40 ist auch eine Zeit, wo unsere Feinde versuchen, uns wirklich fertig zu machen. Goliath, dieser Riese, hat die ganze Nation Israel vor 40 Tagen herausgefordert. Und leider ist die ganze Nation mit diesem Geist des Angst, sie war paralysiert, sie konnte nicht bewegen. Und Gott sei Dank für einen jungen Mann, David, die keine Angst hat. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, obwohl in diese Quarantänezeit, in diese 40, wir hören diesen Geist des Angst und sie versuchen uns zu kontrollieren. Sie versuchen uns zu einzuschüchtern wie ein Goliath. Und ich ermutige euch, lasst den David in euch aufstehen und sagen, nein, ich werde keine Angst, mich zu kontrollieren lassen. Ich werde aufstehen. Und ich möchte euch auch warnen, weil der Sohn von Esau, als er 40 Jahre alt war, er hat Jehudit und Basemat als Ehefrau genommen und das war zum Herzenleid für Isaak. Und das war eine falsche Intimität. Und ich bin so besorgt, habe auch gehört, dass die Rate von Pornografie ist hochgestiegen an dieser Zeit von Quarantäne. Und ich möchte euch warnen, weg von dieser falschen Intimität, das ist keine Intimität. Folge nicht die Beispiel von Esau, dass er die falsche Frauen geheiratet hat in diesem Zeit von Quarantäne oder 40. Jesus wurde vor 40 Tagen in der Wüste versucht von Satan. Und das ist unser gutes Beispiel, unser Vorbild. Jesus hat bewiesen, wir können alle Versuchungen überwinden. Und wir erleben diese Quarantänezeit, wo wir auch versuchen, vielleicht falsche Dinge zu machen, vielleicht etwas, das ist nicht in Ordnung ist zu tun. Ich ermutige euch, bleibt in eurer Integrität und in euer Charakter. Lasst uns alle Porneia, Unreinheit, Pornografie ablehnen. Aber es ist auch ein gutes Beispiel in der Zeit von Mose, als er in Sinai war. Und das bringt mich zu meinem Punkt Nummer 4. Als Mose hat für 40 Tage lang gefastet. Ohne Nahrung und auch ohne Trinken. Er war wirklich in die übernatürliche Präsenz Gottes. Für 40 Tage lang hat er gefastet. Und was ist passiert in diese 40 Tage in Sinai? Er hat Gottes Stimme gehört. Er hat die 10 Gebote empfangen. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, eine gute Zeit für uns, Offenbarung von Gott zu bekommen. Wo wir jetzt es gab so viele Ablenkungen, so viele Dinge, wir sind so gestresst. Aber jetzt, wenn wir zu Hause, wir haben viel Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka geheiratet hat. Es ist eine Zeit von Intimität. Es ist eine Zeit für Bund machen, ein Bündnisbildung. Lass diese Quarantänezeit wirklich eine Zeit, wo du deine intime Beziehung mit dem Herrn vertiefen. Wie Isaak Rebekka geheiratet hat. Lass wirklich unsere Beziehung als Teil von der Braut Christi und Jesus, unsere Bräutigam, lass uns diese Bund mit dem Herrn vertiefen. Halleluja. 40 Tage lang hat die auferstandene Christus nach dem Ostern, wir haben Ostern gefeiert, Jesus ist erschienen für 40 Tage lang. Jetzt ist die Zeit, die auferstandene Christus zu erleben, zu sehen. Jetzt ist wirklich eine Zeit, wo wir einen himmlischen Download bekommen können. Und lass uns nicht diese Zeit verpassen. Und
leider in mein Land, ich sage nicht leider, in mein Land, auf den Philippinen ist diese Lockdown, ist diese Ausgangssperre wieder verlängert. Und ich habe auch gehört, unsere Bundeskanzlerin hat uns diese Sorge, sie hat eine Sorge, dass vielleicht Leute, wir wollen nicht zu früh Dinge machen, sonst alles wird umsonst wieder. Und ich stimme zu. Lass uns die volle Botschaft, die volle Zeit, wir müssen die richtige Zeit nutzen. Warum gibt es eine Quarantäne? Und was ist Gottes Botschaft für uns? Es ist eine Tragödie oder es ist schade, wenn wir schon so viele gemacht haben, aber wir haben nicht die 100%ige Botschaft des Himmels oder Agenda von Gott gelernt, verstanden und umgesetzt. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, diese prophetische Botschaft wirklich nicht nur zu verstehen, sondern zu umsetzen. Mose, er hat für die Israeliten gebetet in Tabera und in Massa, in 5. Mose Kapitel 9, Vers 22. Übrigens, mein Skript wird in YouTube später gepostet. So, auch die Bibelstelle sind dort schon geschrieben. Und ich möchte euch zu eurer Erinnerung bringen. Gott möchte, weil die Israeliten damals in der Zeit von Mose war sehr stur oder ja, einfach stur, und Gott möchte sie richten. Und steht geschrieben, dass Mose vor Gott für 40 Tage, er hat sich niedergefallen, auf dem Boden geblieben und gebetet für Barmherzigkeit. Er hat für das ganze Land gebetet. Und lass uns jetzt diese Zeit nutzen für Gebet. Es ist diese Quarantänezeit, ist eine Zeit, wo wir für unsere Land, unsere Stadt, unsere Kollegen, jetzt ist die Zeit für Fürbitte. Und alle Wächter, alle prophetische, begabte Leute, die Dinge im Geist sehen, steh auf und lass uns alle, unsere Gemeinde ermutigen zu beten. Jesus fastete für 40 Tage in der Wüste. Es ist die Zeit ums Gebet. Und wenn ich freue mich zu sehen, es gibt so viele Gebetbewegungen auch. Aber es ist auch eine Zeit, wo göttliche Ordnung wiederhergestellt ist. König David, König Salomo, König Joasch, sie haben 40 Jahre regiert. Nicht 41, nicht 39, 40 Jahre hat diese Könige Israel gut regiert. Joasch sogar, als er 7 Jahre alt war, hat er das Tempel wiederhergestellt. Er hat gesehen, wie das Tempel Gottes kaputt war, und er hat das wiederhergestellt, und Gott hat ihm Gunst gegeben. 40 Jahre hat Joasch regiert. Jetzt ist die Zeit, dass wir wirklich Gottes Tempel, und wenn ich rede von Tempel, ich rede nicht von Stein oder konkret Zement, sondern ich rede von der Gemeinde. Wir sind das Tempel Gottes. Wir sollen jetzt unsere Leben in Ordnung unterordnen vor Gott. Lass uns wieder das Ehrfurcht des Herrn gewinnen. Hey, ich hoffe, dass wir haben das endlich kapiert, dass unser Leben ist nicht auf unsere Hände, sondern es ist in Gottes Hände. Lass uns die Wiederherstellung von Gottes Tempel errichten, und göttliche Ordnung wird wiederkommen. Auch in die Familien. Alle Vater, wenn du ein Vater bist, du hast Kinder, lass wirklich jetzt ein Altar in deine Zuhause gebaut. Betet euch. Jetzt ist die Zeit, dass die echte, buchstäblich Hauskirche. Wir haben jetzt Hauskirche. Lasst die Kirche in eure Zuhause sein, errichtet. Und das ist Gottes Ordnung. Gott möchte seine Herrschaft über die Familie üben. Er ist der König aller Könige. Ich möchte auch ermutigen, es ist eine Zeit, wo übernatürliche Versorgung
wird kommen. Wir werden das erleben. Ich habe das schon erlebt. Ich habe schon angefangen zu erleben. Übernatürliche Versorgung von Gott. Gott ist reich. Gott ist nicht abhängig von dem globalen Wirtschaftssystem. Gott ist reicher. In 1. Könige 19, Vers 5, nach Elia, das Brot, das Speise des Engels gegessen hat. Er konnte vor 40 Tagen wandern, bis er sein Ziel erreicht hat, Horeb. Und ich möchte euch ermutigen, Gott ist treu für alle, die in Gottes Königreich investiert hat. Wenn du warst treu in deine Zehnte, in deine Opfer, jetzt ist die Zeit. Du kannst Gott wirklich auch bitten, Herr, ich war treu. Du hast gesagt, was ich sehe, werde ich ernten. Ich prophezeie zu euch, dass Gott ist wirklich Jehova Jireh und ihr werdet keinen Mangel erleben. Er ist mit euch, weil er schenkt uns Versorgung. Manna auf der Wüste vor 40 Jahren. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Es gab 12 Spione, dass sie haben das verheißene Land erkundigt. Für wie viele Tage? 40 Tage. 40 Tage hat die Spione das Land erkundigt. Und sie haben wirklich gesehen, es ist ein reiches Land. Es gibt so viele dazu zu erleben und zu bekommen. Gott ist treu. Eine von den Spionen heißt Kaleb, ein sehr guter Mann. Kaleb war auch 40 Jahre alt, als er das Land erkundigt hat. Und ich möchte die Gemeinde ermutigen. Ich sage zu euch, es gibt eine prophetische Salbung, das nimmt zu jetzt in die Gemeinde. Prophetische Einsicht, wo wir empfangen diese Sicht, ein Perspektiv, wie von den Spionen. Und Gott zeigt uns jetzt, was liegt vor uns vor, nach dieser Quarantänezeit, nach diese 40 Tage, 40, und ich meine nicht buchstäblich 40 Tage in diese Ausgangssperre oder Versammlungsverbot, aber das ist die geistliche Gemeinde. Wir wissen schon die Botschaft. Es ist die Zeit, wo wir eine Einsicht bekommen können, was liegt vor uns, wie in der Zeit von den Spionen, wie in der Zeit von Kaleb. Es gibt eine prophetische Salbung, das ist frisch freigesetzt zu der Gemeinde. Es gab auch eine Zeit, wo Deborah, ein Prophetin, in Richter Kapitel 5, 31, Deborah, ein Prophetin, sie hat ein Lied gesungen. Und was hat sie gesungen? Sie hat gesagt, 40 Jahre wird das Land Ruhe haben. 40 Jahre wird das Land Ruhe haben. Ein Mann Gottes auch, Gideon als Richter, er hat die Midianiten besiegt. Und was war sein Vermächtnis? 40 Jahre Friede, Ruhe im Land. Und Friede ist Schabbat, das ist unsere Schabbat, das ist unsere Ruhe. Und viele Leute denken, oh, ich möchte Friede haben. Und sie denken, Friede heißt Erleichterung. Nee, Friede bedeutet nicht Erleichterung. Manchmal wir sind in der Mitte von Sturm. Wir denken, Frieden bedeutet, wenn es gibt keine Probleme, wenn es gibt keine Virus, wenn es gibt keine wirtschaftliche Herausforderung. Nein, Friede ist nicht die Abwesenheit von Trübsal oder Probleme. Friede heißt, in Gottes perfekter Wille zu sein. Friede heißt, dass du Jesus Christus als Herr und als Retter kennst. Er ist der Friedefürst. Ohne Jesus, es gibt keine Friede. Und das ist auch eine Botschaft in dieser Zahl 40. Schabbat, Ruhe, 40 Jahre Ruhe im Land. 40 Jahre, wo es gibt wirklich kann man sagen, Leute sind, dieser Stress ist runtergezogen. Und es gibt wirklich eine Zeit, wo man atmen kann. Und ich ermutige euch, weil vielleicht du sitzt jetzt in deiner Wohnung und du hörst die Stimme von Goliath. 40 Tage hat sich dich beängstigt.
Und du hast diese falsche Gedanken, dass ich werde der Nächste, die diese Coronavirus infiziert werde. Oder du hast alle diese negativen Gedanken. Das ist die Stimme von Goliath. Obwohl ich muss sagen, wir verleugnen nicht die Situation. Wir verleugnen nicht ich kenne Leute, die jetzt sie kämpfen für ihre Gesundheit. Und wir beten und wir beten, wir beten. Aber lass uns nicht diese Geistesfurcht uns beherrschen, sondern nur der Friedefürst. Er ist unsere Shabbat Shalom. Und vielleicht zum letzten Punkt als Bonus. Als Josua nach Jericho gegangen ist, und wir wissen, dass er hat einen Sieg gerungen in Jericho. Er hat 40.000 Soldaten mit ihm. Er hat 40 Männer, die bereit sind, um zu kämpfen. Und heute, als ich jetzt schließe, vielleicht du denkst, ist das wahr? Kann ich wirklich diese Friede haben? Kann ich diese übernatürliche Versorgung erleben? Ist das wahr, dass ich eine intime Beziehung mit ihm haben können, dürfen? Ist es wahr, dass ich göttliche Ordnung in mein Leben wieder erleben, in dieser Situation, wo alle sind so unsicher sind? Ich sage zu euch, ja, es ist wahr. Es ist möglich. Jesus ist mit dir heute und er klopft in dein Herz. Nur wenn du dein Leben zu ihm wieder gibst oder hinweist, er wird dich diese Friede schenken. Und ich lade euch in eine einfache Gebet, aber lass dieses Gebet von deinem Herz kommen. Ein Gebet, wo wir um Gottes Vergebung beten und Jesus als Herr und als Erlöser in unser Leben einnehmen. Wir haben jetzt gesehen, wir können nicht Dinge in der Welt vertrauen oder unser ganzes Leben, unser Leben als Grundlage machen, sondern nur Jesus, der Gott, die unmöglich machen kann. Wo du jetzt sitzt, kannst du bitte nur vielleicht deine Augen schließen. Und ich werde euch in dieses Gebet leiten. Und bitte sag das nach mir, aber sag das zum Herrn. Und er ist da mit dir. Lass uns jetzt beten. Himmlischer Vater, ja sag das, himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst. Du sandte Jesus. Er ist am Kreuz gestorben für mich. Er ist am 3. Tag auferstanden. Ich glaube an dich, Jesus. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Komm in mein Herz. Du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Von nun an bis zur Ewigkeit. In Jesu Namen. Halleluja. Wir werden ein Lied singen. Und Gott ist in deine Wohnung, in deine Zuhause, wo du jetzt stehst, wo du jetzt diese Livestream schaust. Ich spüre Gottes Gegenwart. Ich spüre Gottes Salbung ist hier. Und lass uns ein Lied zum Herrn singen. Du die demütigen uns hier. Herr, höre unser Schrei. Herr, heile unser Land, dass jedes Herz erkennt und jedes Auge sieht den Auferstandenen, der unsere Schuld vergibt. So beten wir zu dir, demütigen uns hier. Herr, höre unser Schreien. Herr, heile unser Land, dass jedes Herz erkennt und jedes Auge sieht den Auferstandenen,
spricht. Ich sehe wirklich, es gibt so viele Geschwister im Herrn und du kannst wirklich heute zugeben, dass dein Herz ist erkaltet geworden. Deine Beziehung mit dem Herrn, du hast das nicht aufgepasst. Und heute, du spürst etwas Besonderes. Und ich möchte das bestätigen. Jetzt ist die Zeit für Wiederherstellung, Versöhnung. Und ich möchte jetzt heute dich ermutigen, wirklich, wirklich von deinem Herz wieder zum Herrn rufen. Und jetzt in Jesu Namen, wir nehmen unsere Autorität gegen das Geist des Verdammnis. Du Stimme des Goliaths. In Jesu Namen halt deinen Mund und du hast kein Recht über Gottes Kinder. Und ich erkläre jetzt Wiederherstellung. Und ich höre klar in meinen Geist, es gibt jemanden hier, du heißt Melanie. Melanie, und du hast wirklich in diesen letzten 2 Wochen, du warst so depressiv und du hast jetzt auch überlegt, einfach Dinge, einfach die Schalter auszumachen. Ganz besonders in diesem Livestream, ich sage zu dir, Melanie, Gott liebt dich. Du tust das nicht, tu das nicht. Ich sehe mindestens 5 Ehen, die jetzt in dieser Woche überlegen, Scheidung zu machen. Ich sage zu euch, bitte macht das nicht. Bitte macht das nicht. Jetzt ist nicht die Zeit, solche große Entscheidungen zu machen. Bitte macht das nicht. Gott hat noch, ich sehe noch wie ein Verbandkasten. Ich sehe noch wie ein Champagner in meinem Geist. Der Herr wird eure Ehe erfrischen. Er wird wieder Leben zu eurer Ehe geben. Ich sehe auch ein Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann, dein Welt ist kaputt gegangen. Es ist alles im Splitter. Es ist alles wie Glas in Scherbe. Aber du bist ein gläubiger Mann. Du bist nicht ein Geschäftsmann. Du glaubst an Gott. Ich ermutige dich. Nicht jetzt das Tuch zu schmeißen. Jetzt ist die Zeit, wirklich in dein Knie zu gehen, deine Familie mitzuziehen. Es gibt ein Wunder. Einfach halt ein bisschen länger. Halt ein bisschen länger mehr. Und Herr, in Jesu Namen, wir bringen vor dich jetzt alle, die leiden von diesem Virus. Und Herr, wir erklären, Herr, durch deine Ströme sind wir geheilt. Danke für Wunder. Danke für Wunder in Jesu Namen. Wir segnen alle, die arbeiten und helfen. Die Patienten. Danke für alle. Nicht nur, wir segnen alle Ärzte, Ärztinnen, Pflegekraft, aber auch die arbeiten in Altenheim, auch die Putzfrau, auch die in die Sanitation, auch in die Küche. Wir segnen euch. Und Herr Jesus, wir erklären einen Sonderschutz für die Kinder. Wir erklären Sonderschutz für alle Teenager und Kinder an diese Quarantänezeit. Danke, Herr, dass deine Gegenwart sich ist heben in Jesu Namen. So beten wir zu dir. Ich habe ein Wort für die Gemeinde und ich möchte das wirklich so stark betonen. Hol alle Öl, geistliche Öl, das du nehmen kannst, zurück zu der Ehrfurcht des Herrn. Was wir hier jetzt erleben, wenn du denkst, es ist schlimm, es ist nur wie eine Vorschau im Sinne, dass es gibt immer Trübsal in die Welt. Es gibt immer Herausforderungen in der Welt.
Aber nur die wirklich eine intime Beziehung mit dem Herrn, wirklich eine 100% Hingabe zum Herrn, ein Ja-Wort zum Herrn gegeben hat, kann noch die herausfordernde Zeit überleben. Und ich lasse euch mit was Jesus zu uns gesagt hat in Johannes 6,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, wir geben zu euch, zu dir, unsere Leben frisch. Herr Jesus, 100%, wir gehören dir. Wir sind so abhängig, Herr, von deiner Gnade. Und danke, Herr, dass du uns Friede gegeben hast und weil du in uns lebst. Und wir segnen, Herr, Deutschland. Wir segnen alle, die in Leitungsposition. Schenkt sie Weisheit, Herr Jesus. Und danke für deine Liebe. Und ich segne euch. Danke, Herr, für deine Liebe für uns. Danke für deine Gnade, deine Liebe und deine Gemeinschaft. Kurzer. Thank you, Lord Jesus.